Du hast die Verhütung abgesetzt und irgendwo in dir, da ist die Hoffnung, vielleicht auch Aufregung, vielleicht auch ein bisschen Angst, denn plötzlich stellt sich diese Frage, wie lange wird es wohl dauern? Und wenn du ehrlich bist, hast du dir vielleicht schon ein Wunschdatum überlegt. Einen Moment, an dem du den positiven Test in der Hand halten möchtest. Vielleicht passt es zum Geburtstag deines Partners oder zu den Sommerferien. Oder du hast einfach das Gefühl, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Aber dann vergeht ein Monat und noch einer und noch einer. Und irgendwann fängt es dann an zu nagen. Wie lange dauert es eigentlich normalerweise, bis man schwanger wird? Wenn du gerade in dieser Situation bist, bist du nicht allein. Tausende Paare stellen sich jedes Jahr genau diese Frage. Und heute schauen wir uns gemeinsam an und schauen gemeinsam hin auf das, was man wissen sollte. Und auch das, was einem oft niemand sagt. Ich bin Stefanie Zekon, Kinderwunschcoach, und ich begleite seit vielen Jahren Menschen auf ihrem Weg zum Wunschkind. Nicht nur körperlich, sondern vor allem emotional. Denn der Weg zum Baby ist oft keine gerade Strecke. Aber es gibt Orientierung und genau die möchte ich dir heute geben. In der Kinderwunschzeit passiert etwas Merkwürdiges. Man wird plötzlich sehr ungeduldig, obwohl man früher dachte, man hätte Zeit. Und das liegt auch daran, wie wir aufgewachsen sind. Viele Frauen lernen jahrelang, du kannst jederzeit schwanger werden, schon beim kleinsten Verhütungsfehler. Und dann, wenn der Kinderwunsch einmal da ist, dann denkt man, es müsste sofort klappen. Aber genau da liegt ein Druckfluss. Denn selbst bei einem gesunden Paar liegt die Chance auf eine Schwangerschaft pro Zyklus gerade mal bei 20-25%. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass es mehrere Monate dauert, auch wenn alles medizinisch in Ordnung ist. Die meisten Paare werden innerhalb von 6 bis 12 Monaten schwanger, wenn sie regelmäßig während der Fruchtbartage Geschlechtsverkehr haben. Und selbst nach einem Jahr besteht oft kein Grund zur Sorge, es sei denn, es gibt spezielle Vorerkrankungen oder Hinweise auf eine Störung. Wenn bei euch also alles nicht gleich im ersten, zweiten oder dritten Zyklus klappt, dann schiebt dir bitte nicht die Schuld zu. Und bitte glaub nicht, dass mit dir irgendetwas nicht stimmt. Wie schnell du schwanger wirst, das hängt von mehreren Dingen ab und nicht alles davon kannst du kontrollieren. Ein ganz wichtiger Faktor ist dein Alter. Ab etwa 35 nimmt die Fruchtbarkeit ab. Nicht dramatisch, aber durchaus spürbar. Mit Anfang 40 sinkt die Wahrscheinlichkeit pro Zyklus auf unter 10%. Das bedeutet aber bitte absolut nicht, dass du keine Chance mehr hast. Aber die Zeitfenster werden kleiner und dein Körper braucht oft ein bisschen mehr Unterstützung. Ein weiterer Punkt ist der Zyklus selbst. Wenn dein Eisprung sehr unregelmäßig kommt, dann wird es schwerer, den richtigen Moment zu treffen. Aber auch das heißt nicht, dass es nicht klappen kann, nur dass es vielleicht etwas mehr Geduld und Beobachtung braucht. Auch der Lebensstil spielt natürlich eine Rolle. Ernährung, Bewegung, Schlaf, all das beeinflusst deinen Hormonhaushalt. Und ja, Stress ist ein riesengroßer Faktor. Und auch dein Partner ist ein Teil der Gleichung. Etwa ein Drittel aller unerfüllten Kinderwünsche hat mit der Spermienqualität zu tun, was übrigens genauso belastend sein kann wie alles andere. Darüber wird nur seltener gesprochen. Manche Paare erleben diese Zeit wie ein großes Fragezeichen. Machen wir etwas falsch? Ist das noch normal? Müssen wir schon etwas tun? Und genau da möchte ich dir sagen, wenn du unsicher bist, dann hol dir bitte Unterstützung. Nicht aus Angst, sondern damit du weißt, wo du stehst. Damit aus diesem wie lange noch oder wird es überhaupt wieder ein ich weiß, was ich tun kann wird und ein ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn du jetzt denkst, okay, aber was kann ich denn tun? Ich will ja nicht einfach nur warten, dann bist du damit nicht allein. Viele Frauen und auch Paare wünschen sich in dieser Phase etwas zum Festhalten. Etwas, das nicht nur passiv ist. Und da gibt es tatsächlich einiges, was du tun kannst. Nicht um die Zeit künstlich zu verkürzen, sondern um sie bewusster und sinnvoller zu gestalten. Zum Beispiel fang an, deinen Zyklus besser kennenzulernen. Beobachte deinen Zervixschleim, misst deine Basaltemperatur oder arbeite mit Ovulationstests. Nicht jeden Tag, bitte nicht mit Druck, sondern um ein Gefühl für deinen Körper zu entwickeln.
Auch dein Lebensstil macht einen Unterschied. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, weniger Stress, das klingt banal. Aber gerade bei Kinderwunsch ist das absolutes Gold wert. Denn dein Körper ist nicht nur eine Hülle, er ist das Zuhause, in dem dein Baby entstehen und wachsen darf. Und je wohler sich dein Körper fühlt, desto eher funktioniert auch die feine hormonelle Steuerung. Und dann gibt es da noch etwas, das viele übersehen, nämlich deine Gedanken und deine Gefühle. Dein Kinderwunsch ist keine rein körperliche Sache. Er ist eine seelische Reise, eine sehr große Reise. Und manchmal sabotieren uns unsere Zweifel, unsere Ängste oder alte Überzeugungen mehr, als wir denken. Wenn du merkst, dass dich das Thema nicht mehr loslässt, dass du ständig grübelst oder dich innerlich unter Druck setzt, dann ist der Moment, um einmal bewusst innezuhalten. Nicht um aufzugeben, sondern um deine Energie zu bündeln. Denn in der Ruhe liegt oft mehr Kraft und Fruchtbarkeit als im Aktionismus. Vielleicht kennst du das auch oder wahrscheinlich kennst du das auch. Du bedienst hoffnungsvoll und so richtig voller Vorfreude, voll Neugier, aber mit jedem Zyklus, der verstreicht, ohne dass sich etwas verändert, beginnt das Grübeln. Du wirst unruhiger, vielleicht auch härter zu dir selbst. Und irgendwann fragst du dich, warum klappt es verdammt nochmal bei allen anderen, nur bei mir nicht? Diese Gedanken sind so häufig, das kann ich dir versprechen. Und gleichzeitig sind sie aber trotzdem so verdammt schmerzhaft. Sie können dich ganz leise vom Innen aushöhlen, Tag für Tag. So wie ein Wasser tropfenweise einen ganzen Stein aushöhlen kann. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du dir selbst in dieser Phase mit Mitgefühl begegnest. Die Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Sie ist ein Teil deiner Kinderwunschgeschichte, ein Teil deiner Geschichte. Und auch wenn du das jetzt vielleicht nicht gerade hören willst, aber genau jetzt legst du einen Grundstein für deine zukünftige Elternschaft, für deine innere Stärke, für dein Vertrauen in dich und das Leben. Und übrigens auch für dein Baby, denn das sagt uns die Epigenetik, die zurzeit extrem stark erforscht wird. Was dir in dieser Zeit helfen kann, sprich darüber. Nicht mit jedem, nicht überall, aber mit Menschen, die dich wirklich verstehen. Und wenn du merkst, dass dir Gespräche im Alltag nicht reichen, dann hol dir professionelle Unterstützung. Nicht, weil du ein Problem hast, nicht, weil du eine Therapie brauchst, und auch das ist keine Schande, by the way, sondern weil du es dir wert bist, begleitet zu werden. Vielleicht ist es auch genau der richtige Moment, um dir mein kostenloses Online-Training ans Herz zu legen. Denn dort erfährst du, wie du deinen Kinderwunsch ganzheitlich begleiten kannst, mental, emotional und natürlich auch körperlich. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Viele Paare unterschätzen, wie sehr sie sich selbst unter Druck setzen. Sie glauben, sie müssen jetzt schwanger werden, weil sie sonst irgendetwas verpassen oder weil die Zeit ihnen davonläuft. Aber so funktioniert das Leben nun mal nicht. Und auch die Fruchtbarkeit funktioniert nicht nach Plan. Realistisch ist, selbst bei bester Gesundheit und regelmäßigem Geschlechtsverkehr liegt die Wahrscheinlichkeit pro Zyklus bei etwa 20-25%. Das bedeutet, auch wenn alles optimal läuft, kann es im Durchschnitt 6 bis 12 Monate dauern, bis es klappt. Was viele nicht wissen, jedes 7. Paar in Europa braucht mehr als ein Jahr, bis sich eine Schwangerschaft einstellt, obwohl keine medizinische Ursache vorliegt. Und das ist absolut kein Grund zur Sorge. Es ist einfach normal. Wichtig ist deshalb nicht, wie schnell es geht, wichtig ist, wie du dich auf diesem Weg fühlst. Ob du in Verbindung bleibst mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deinem Wunsch nach deinem Baby. Und ob du den Druck, den Zweifel und den Vergleich mit anderen loslassen kannst. Denn gerade wenn deine Freundinnen, wenn deine Verwandten plötzlich alle schwanger werden, während du wartest und wartest und wartest, dann kann das unheimlich wehtun. Und trotzdem, dein Weg hat seine eigene Zeit und sein eigenes Tempo. Vielleicht braucht dein Körper einfach gerade ein wenig Ruhe, um sich einzupendeln. Vielleicht gibt es noch irgendetwas in dir, das sich sortieren möchte. Etwas, das dich blockiert und das gesehen und verstanden werden will.
Viele meiner Klientinnen sagen mir, ich hätte nie gedacht, dass die Zeit des Wartens mich auch stärker machen kann, weil sie gezwungen worden sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihre Grenzen wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und vor allem sich selbst wiederzufinden. Dein Kinderwunsch ist ein großer Teil von dir, aber er ist nicht alles. Du darfst dich immer wieder daran erinnern, dass dein Leben auch jetzt schon wertvoll ist und wunderschön und nicht erst dann, wenn der Test positiv ist und nicht erst dann, wenn du dein Baby im Arm hast. Du darfst dir Pausen gönnen, du darfst durchatmen, du darfst Vertrauen fassen, auch wenn du nicht weißt, wie es passiert und wann es genau passiert. Wenn du das Gefühl hast, dass du dabei Unterstützung brauchst, ich begleite dich gerne. In meinem kostenlosen Online-Training zeige ich dir, wie du innerlich ruhiger wirst, wie du deine Fruchtbarkeit stärken kannst und wie du trotz Wartezeit wieder mehr Leichtigkeit und Gelassenheit findest. Den Link findest du, wie erwähnt und wie immer unter diesem Video. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass mir gerne ein Abo da. Teile es mit jemandem, der es gerade brauchen könnte, oder schreib mir in den Kommentaren, wie es dir gerade geht. Du bist nicht allein und du musst nicht alleine durch. Alles Liebe, deine Stefanie.